Kreativität einfach erklärt. Willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Calypso und ich stricke schon seit über 20 Jahren. Auf meinem Channel findest du eher die extravaganten, originellen Projekte. Ich stricke gerne nach Gefühl, manchmal auch nach Anleitung, aber bei mir wirst du nicht den typischen Sophie Scarf oder den weit verbreiteten Ranunculus finden. Hier gibt es eher ausgefallene und originelle Projekte zu sehen mit vielen Farben, interessanten Mustern und auch vielfältigen Konstruktionen. Damit auch du nicht mehr nur die Mainstream-Designs und Projekte strickst, sondern auf dich selbst hörst und etwas bewusster dein Hobby auslebst, indem du deinen Geschmack, deine Skills und ja, deine Vorlieben entdeckst. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall ist es meine Mission, deine Kreativität anzuregen. Und das möchte ich in diesem Video machen. Ich habe auf meinem Channel bereits mehrere Videos über Kreativität gepostet, die etwas umfangreicher und etwas komplexer sind. Deswegen habe ich heute ein kürzeres, knackigeres Video vorbereitet, in dem ich Kreativität herunterbreche und etwas auf die Basics eingehe. Heute habe ich also ein Video für dich, das dir den Einstieg in dein kreatives Stricken ermöglichen wird. Legen wir also los mit Stricken als kreative Kunstform. Warum finde ich, dass Stricken eine kreative Kunstform ist? Erstens, Stricken verbindet handwerkliches Geschick mit künstlerischer Freiheit. Das heißt, du hast eine Handarbeit, du hast Skills, die du dir angeeignet hast und gleichzeitig kannst du mit diesen Skills, mit diesen Fähigkeiten beim Stricken deine künstlerische Freiheit ausleben. Du kannst im Prinzip mit deinem Hobby stricken, machen, was du willst und musst nicht unbedingt nach dem typischen Schema gehen, Wolle kaufen, Einleitung finden oder andersherum, Wolle passend zur Anleitung und dann stricke ich ein Design, das schon 1000 andere Leute gestrickt haben. Nein, du kannst auch ganz anders hervorgehen und dir selber etwas ausdenken, zum Beispiel. Deswegen finde ich, dass Stricken auf jeden Fall eine kreative Kunstform ist. Indem ich meine Kreativität durch meine Handarbeiten, in diesem Fall Stricken, auslebe, kann ich eine einzigartige Garderobe für mich erstellen. Ich kann meine Kleidung selbst designen, selbst entwerfen und auch toll miteinander kombinieren. Ich habe meinen eigenen Stil entwickelt, meinen Geschmack verfeinert und verändere den auch manchmal oder passe den an, je nach Lust und Laune oder Lebensphase. Das ist auf jeden Fall ein tolles Ventil für deine Kreativität, indem du Stricken so gestaltest, wie es am besten zu dir passt. Was ist überhaupt Kreativität? Kreativität ist ein etwas schwieriges Konzept. Es ist etwas schwer zu definieren und schwer greifbar. Man kann es nicht wirklich messen. Trotzdem kann man allgemein sagen, dass es bei Kreativität darum geht, neue Ideen zu schöpfen und diese Ideen miteinander zu kombinieren, um Innovation zu generieren. Kreativität kann auch dazu dienen, Probleme zu lösen. Das kann sein Alltagsprobleme oder auch etwas kompliziertere Probleme. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Welche sind die Grundlagen von Kreativität? Erstmal zur Wortgeschichte, das heißt zur Etymologie von Kreativität. Das Wort kommt von Latein creare, also etwas erschaffen, etwas erzeugen. Kreativität kommt nicht ex nihilo. Das bedeutet, Kreativität kommt nicht aus dem Nichts. Meistens handelt es sich um die Kombination von Elementen, das heißt die neue Ausrichtung, neue Kombination von verschiedenen Elementen, die dann wieder zu etwas Neuem führt. Man spricht auch von kombinatorischer Explosion. Das heißt, je mehr Elemente man miteinander kombiniert, desto mehr Ideen bekommt man dann exponentiell. Das heißt, man kann dann ein exponentielles Wachstum an Ideen beobachten, je mehr man Elemente miteinander kombiniert. Das ist natürlich der Idealfall. Kreativität wurde durch den Kreativforscher Mel Rhodes aus den USA theorisiert. Er spricht von den 4 Ps der Kreativität. Erstens gibt es die kreative Person. Die kreative Person zeichnet sich aus durch Offenheit, Neugierde, Selbstbewusstsein, divergentes Denken. Das heißt, diese Person denkt ein bisschen out of the box und nicht immer nach den allgemeingültigen Kriterien, sondern versucht vielleicht Konventionen etwas zu durchbrechen.
Zweitens haben wir den kreativen Prozess. Der kreative Prozess teilt sich in mehrere Phasen auf. Erstens die Vorbereitung, dann die Inkubation, das heißt in meinem Kopf oder auf dem Papier habe ich diese Vorbereitungsphase gebracht und dann denke ich dann nochmal drüber nach und werfe die Sachen vielleicht nochmal durcheinander und so weiter. Das wäre die Inkubation. Danach kommen wir zur Einsicht und schließlich zur Verifikation. Das heißt, wir überprüfen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Drittens haben wir das kreative Produkt. Das kreative Produkt zeichnet sich aus durch seine besondere Originalität und Relevanz. Und viertens haben wir das kreative Umfeld, auf Englisch Press, deswegen die 4 Ps, auf Deutsch wäre es das kreative Umfeld. Da geht es um soziale, kulturelle oder materielle Faktoren, die die kreative Person oder einen kreativen Prozess beeinflussen und ja, dadurch auch bereichern. Die Forschung erkennt 2 Arten der Kreativität. Erstens gibt es die Alltagskreativität. Das ist eine eher vereinfachte Form der Kreativität, die uns hilft, Probleme im Alltag zu lösen. Beim Stricken oder beim Handarbeiten könnte es zum Beispiel sein, ich werde jetzt meine Reste verwerten und stricke ein Kleidungsstück oder ein Accessoire mit meinen Resten. Die zweite Art von Kreativität ist die herausragende Kreativität. Dabei geht es darum, etwas komplett Neues zu erschaffen mit einer weitreichenden Relevanz oder einer wichtigen Relevanz für andere. Beim Stricken würde ich hier eher das Kreieren neuer Designs, das vielleicht auch von anderen Personen nachgestrickt werden kann, einordnen. Auf das Stricken angewendet würde ich Alltagskreativität eher mit dem Nachstricken von Anleitungen und vielleicht leichten Modifikationen in Verbindung bringen, während sich die herausragende Kreativität eher mit der Erschaffung von eigenen Designs decken würde. Seine Kreativität anzukurbeln kann auch ein tolles Mittel sein, eine tolle Art und Weise sein, Probleme zu lösen. Bei Problemlösung sprechen wir von Problemen mit offenem Ende und Probleme mit geschlossenem Ende. Bei Problemen mit geschlossenem Ende würde ich eher fertige Anleitungen sehen. Das heißt, wenn ich ein Design auf Ravelry sehe und denke, das möchte ich nachstricken, dann suche ich mir ein Problem mit einem geschlossenen Ende, weil ich die Lösung sozusagen schon bekommen habe und ich kann dann vielleicht leichte Modifikationen machen, aber ich halte mich an die offizielle Problemlösung sozusagen. Bei Problemen mit offenem Ende geht es eher um die Kreation eines neuen Designs. Ich suche mir also vielleicht ein paar Inspirationen, aber mache mir dann eine eigene Skizze und kombiniere dann alle Elemente von Null an selbst und denke mir etwas komplett Neues aus, denn wann ist denn etwas komplett neu? Das ist etwas schwer zu definieren, aber da würde ich eher die Probleme mit einem offenen Ende sehen. Das heißt, wenn ich einfach selber versuche, mir was auszudenken und die Aufgabe selbst stelle, das heißt, das Design versuche von Null an selbst zu kreieren. Wie läuft also ein kreativer Prozess ab? Ein kreativer Prozess läuft in 3 Etappen ab. Erstens haben wir die Problemfindung. Das heißt, wir identifizieren das Problem. Ich möchte zum Beispiel meine Wollreste verwerten, das wäre dann mein Problem. Oder ich möchte ein bestimmtes Garn aus meinem Vorrat verwenden, das wäre ein anderes Problem bzw. Aufgabenstellung, damit es nicht so negativ klingt. Zweitens haben wir die Problemkonstruktion. Bei der Problemkonstruktion geht es darum, das Problem bzw. die Aufgabenstellung zu strukturieren. Wir suchen uns unterschiedliche Einschränkungen aus, die eben unser Projekt, in dem Fall unser Strickprojekt, strukturieren. Zum Beispiel die Konstruktion von dem Kleidungsstück oder Accessoire, das wir stricken möchten, die Farbwahl, die Garnwahl oder alle anderen Elemente, die euch einfallen, welches Muster möchtet ihr stricken und so weiter. Das sind alles Dinge, die zur Problemkonstruktion gehören und zum Beispiel auch die Funktionalität ist kann auch eine wichtige Einschränkung sein, wenn ich zum Beispiel das Kleidungsstück für bestimmte Aktivitäten tragen möchte. Kommen wir drittens zur Problemlösung. Bei der Problemlösung geht es darum, verschiedene Materialien, Techniken oder Farben zu kombinieren, um dieses Problem, diese selbstgestellte oder ausgesuchte Aufgabenstellung eben zu lösen.
Es gibt da mehrere Herangehensweisen. Man unterscheidet zwischen divergierendem und konvergierendem Denken. Bei divergierendes Denken geht es darum, Dinge auszuschließen, das heißt nach Ausschlussverfahren zur Problemlösung zu kommen. Bei konvergierendem Denken geht es darum, Elemente miteinander zu assoziieren, das heißt assoziativ zu arbeiten. Also mehrere Elemente miteinander zu kombinieren, zusammenzubringen und dadurch zur Lösung zu kommen. Das ist wahrscheinlich Typsache, Geschmackssache oder eine Frage der aktuellen Laune oder auch Gegebenheiten, unter denen man gerade kreativ arbeitet. Es kann auch vom Charakter oder von der Persönlichkeit abhängen, ob man jetzt eher konvergierend oder eher divergierend denken möchte. Ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, um herauszufinden, welchen Weg man jetzt eher einschreiten möchte. Nachdem wir also das Problem identifiziert haben oder die Aufgabenstellung uns ausgesucht haben, gehen wir in die Planung unseres kreativen Strickprojektes. Ich mache hier ein Beispiel. Erstens treffen wir die Entscheidung, für welches Kleidungsstück wir stricken möchten. Möchte ich einen Pullover stricken oder einen Top für den Sommer oder doch lieber einen Schal oder ein großes Tuch? Das ist natürlich eine spontane, vielleicht aber auch sehr durchdachte Entscheidung. Danach kommt die Konstruktion. Wie möchte ich den Pullover konstruieren? Möchte ich Raglanärmel haben? Möchte ich einen Pullover mit einer Rundpasse, den ich von oben nach unten stricke? Möchte ich lieber einen Pullover mit Sattelschultern? Oder. Da gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und Techniken. Es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Konstruktionen miteinander zu kombinieren. Das wäre aber ein anderes Thema für ein anderes Video. Danach kommen wir zur Musterwahl. Möchte ich Colorwork stricken, wie zum Beispiel dieser Pullover, oder möchte ich Zöpfe stricken? Auf diesem Pullover habe ich auch Zöpfe, wenn ich den mal kurz umdrehe. Dann, ja, hier vorne habe ich Zöpfe drauf, also möchte ich Zöpfe stricken oder vielleicht ja, ein Lochmuster. Was auch immer eure Vorlieben oder aktuellen Wünsche sind, das ist eben Teil auch der Planung. Danach geht es zur Garnwahl und das Garn ist wirklich ein entscheidender Faktor. Man kann natürlich auch das in einer anderen Reihenfolge machen und mit der Garnwahl anfangen und danach alle anderen Planungsschritte durchmachen. Ich habe jetzt die Garnwahl ans Ende gesetzt, aber natürlich ist diese Reihenfolge nicht vorgegeben. Es ist eben nur ein Beispiel, ein Vorschlag, wie man das ganz schnell gesagt machen könnte. Wenn ihr etwas näher ins Detail gehen wollt, wie man sein Strickprojekt planen kann, dann empfehle ich euch, meine Videos Kreativität 1 und Kreativität 2 zu gucken. Da gehe ich viel tiefer ins Detail, in die Projektplanung ein und gebe euch eben viel handfestere und viel konkretere Tipps und Schritte, wie ihr das machen könnt. Für das bessere Verständnis mache ich hier kurz ein Zwischenfazit. Kreativität beim Stricken entsteht also durch bewusste Entscheidungen. Und Einschränkungen können den kreativen Prozess fördern. Kreativität kann gezielt, geübt und auch gesteuert werden. Kreativität ist also nicht etwas Magisches oder ein besonderes Talent, über das nur wenige Menschen verfügen, sondern Kreativität ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann und mit der, glaube ich, jeder Mensch geboren wird. Wir haben also über die Bedeutung von Kreativität gesprochen und auch, wie man kreative Prozesse beim Stricken anstoßen und durchführen kann. Bei kreativen Prozessen spielen aber noch andere Aspekte eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Fachwissen und Risikobereitschaft. Es kann passieren, dass ich auf Kreativblockaden stoße und mich auf den Weg machen muss, auf die Suche machen muss nach neuen Inspirationsquellen, um diese Kreativblockaden zu überwinden. Das schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Welche Rolle spielt also Fachwissen bei der kreativen Gestaltung von meinen Strickprojekten? Fachwissen ist natürlich eine wichtige und sehr hilfreiche Grundlage und in manchen Fällen würde ich sogar sagen Voraussetzung, um kreativ arbeiten zu können. So, ich habe es geschafft. Auf jeden Fall ist es hilfreich, wenn man mehr Fachwissen, mehr Fähigkeiten, mehr Techniken kennt, um kreativ arbeiten zu können. Das bedeutet, dass ich mein Spektrum an Möglichkeiten
dann erweitert und ich viele Möglichkeiten für mich entdecke und die Ideen, die ich im Kopf habe, dann auch tatsächlich in die Realität umsetzen kann. Es kann durchaus sein, dass mein Fachwissen mein Gespür für Ästhetik beeinflusst. Zum Beispiel, wenn ich mich mit Pulloverkonstruktionen besonders gut auskenne, dann kann es sein, dass ich einen Pullover erkenne, der vielleicht nicht ganz so gut konstruiert ist, wo die Passform nicht so ganz gut stimmt, und da ist ja auch das Zusammenspiel von der Konstruktion mit dem Rest der Elemente des Pullovers relevant. Das heißt, wenn die Konstruktion des Pullovers mit allen anderen Elementen nicht zusammenpasst und zum Beispiel auch nicht gut auf den Körper passt, dann kann es sein, dass ich die Ästhetik etwas anders wahrnehme oder mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt von einem bestimmten Design. Ich hoffe, das war deutlich ausgedrückt und nicht zu kompliziert gesagt. Auf jeden Fall kann mein Fachwissen auch die Funktionalität beeinflussen. Das heißt, ich werde einen Sommertop nicht unbedingt mit Mohair doppelfädig stricken, weil ich weiß, dass Mohair sehr, sehr warm hält. Dann werde ich für einen Sommertop eher ein Leinen-Wolle-Gemisch mir aussuchen oder ein Baumwollgarn oder ein anderes Garn, das eben atmungsaktiv ist und nicht so extrem warm hält wie zum Beispiel Mohair. Insgesamt ist es also sehr wahrscheinlich, dass mein Fachwissen die Umsetzung beeinflussen wird. Je mehr Fachwissen ich habe, desto mehr Kriterien, mehr Einschränkungen werde ich in Betracht ziehen bei der Planung eines Projektes im besten Fall, weil ich natürlich auch das bestmögliche Resultat erzielen möchte. Als Strickerinnen investieren wir sehr viel Zeit in unsere Projekte, in unsere tollen selbstgestrickten Kleidungsstücke, und da ist es natürlich hilfreich, wenn ich etwas Fachwissen habe über Garnarten, über Nadelstärken und über Muster, damit ich am Ende meine Zeit auch sinnvoll investiere und das Kleidungsstück, was am Ende dabei rauskommt, mir auch gefällt und gut passt. Wenn du etwas mehr erfahren möchtest über Faserkunde, welche verschiedenen Arten von Fasern es gibt, synthetische Fasern, Naturfasern, dann empfehle ich dir eben dieses Video auf meinem Channel. Ich blende es hier ein, da spreche ich über die Unterschiede und die Vor- und Nachteile von synthetischen Fasern und Naturfasern. Bei den Vorteilen von Fachwissen in Hobby stricken oder auch bei jeder anderen Tätigkeit, die man ausüben kann, ist die Liste noch lang. Ich könnte noch einige Punkte nennen. Ich möchte das hier ein bisschen kurz machen, deswegen erwähne ich noch zum Beispiel, dass Farben eine wichtige Rolle spielen. Wenn man also gerne mit Colorwork strickt, also verschiedene Farben kombiniert, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall ein bisschen zu üben und sich auch literaturpassende Bücher oder verschiedene Methoden anzueignen, wie man herausfinden kann, ob die Farben, die man ausgesucht hat, auch wirklich gut zusammenpassen. Ich glaube, das passiert auch mit der Zeit, mit der Erfahrung, dass man eben dazulernt, ausprobiert, Fehler macht und es beim nächsten Mal eben besser macht. Da hilft natürlich Fachwissen, also Erfahrung, mit anderen Worten gesagt, auf jeden Fall sehr, um gelungene Farbkombinationen zu erzielen. Laien haben aber hier einen besonderen Vorteil, und zwar sind Laien, das heißt vielleicht Anfänger beim Stricken, bei einer Sache im Vorteil: sie sind unvoreingenommen. Ihre Kreativität ist vielleicht weniger eingeschränkt, weil sie eben nicht wissen, was ist technisch möglich, was ist technisch nicht möglich, und das erlaubt vielleicht Anfängern oder Laien etwas freier zu denken und etwas wilder auch zu denken in alle möglichen Richtungen, weil sie eben befreit sind von Konventionen, Normen und Regeln. Vielleicht merkt ihr das, wenn ihr mit eurem Partner oder Freunden über das Stricken und über eure Projekte redet und die eben nicht stricken, dann werdet ihr vielleicht merken, dass die Kommentare machen oder Bemerkungen zu euren Projekten, Farbkombinationen oder insgesamt zum Stricken, auf die ihr vielleicht nicht kommen würdet, weil die eben dieses Grundlagenwissen nicht haben. Manche Kommentare sind vielleicht nicht ganz schlüssig oder logisch, aber sie können trotzdem neue Impulse geben, weil sie eben unvoreingenommen sind, können sie einem vielleicht neue Wege und neue Ideen geben, an denen man dann hinterher ein bisschen schleifen muss, damit man sie auch tatsächlich praktisch umsetzen kann. Risikobereitschaft und Kreativität. Der Zusammenhang zwischen Risikofreude und Kreativität ist wissenschaftlich nicht ganz belegt. Kreative Menschen scheinen
Unsicherheit etwas besser zu tolerieren und tendieren vielleicht zu ein bisschen mehr Offenheit. Außerdem habe ich in der Literatur gefunden, dass divergierendes Denken auch Risikobereitschaft fördert. Das bedeutet, wenn man in der Lage ist, zu einigen Sachen Nein zu sagen und Dinge auszuschließen, dass man dadurch Kreativität etwas fördert. Kulturelle Einflüsse und auch die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter sind auch ein Indikator oder beeinflussen eben die eigene Kreativität. An dieser Stelle möchte ich die Risikobereitschaft auf unsere schöne Strickwelt übertragen. Ganz eindeutig sieht man Strickdesignerinnen oder Strickdesigner, die etwas risikobereiter sind und andere, die weniger risikobereit sind. Einen risikobereiten Designer würde ich zum Beispiel Stephen West nennen. Der traut sich wirklich mit vielen Mustern, vielen Farben, außergewöhnliche Konstruktionen und der macht einfach sein Ding. Das ist super cool und es kommt auch gut an, glücklicherweise. Das freut mich sehr, dass jemand mit einem sehr originellen Style auch wirklich seine Fanbase und seine Community, seine Strickerinnen findet. Das freut mich, dass es dafür auf jeden Fall den Space gibt und den Raum, die nötige Offenheit. Andererseits gibt es auch Strickdesigner, die nicht so risikobereit sind. Das ist weder positiv noch negativ gemeint, aber man kann ganz klar erkennen, zum Beispiel Designer wie Petit Knit oder, ja, ich glaube, das wäre das treffendste Beispiel, sind weniger risikobereit. Bei Petit Knit findet man eben vor allem Standard, Basic Designs für eine klassische Garderobe in diesem sehr klassischen, nordischen, skandinavischen Style und mit sehr vielen Basics. Das ist auch toll, wenn man anfängt zu stricken. Vor allem ist es sehr, sehr gut, eine sehr gute Adresse, um diese Anleitungen erstmal durchzustricken und sich eine solide Grundlage aufzubauen. Ich persönlich finde es etwas schade, wenn man nicht so risikobereit ist. Das möchte ich eben mit meinen Videos über Kreativität etwas fördern und euch ans Herz legen, eure Risikobereitschaft etwas auszuprobieren, denn Stricken ist ein Safe Space, es ist euer Ding, es ist mein persönliches Ventil, um mich auszudrücken. Das ist der Ort, an dem ich kreativ sein kann und eben risikobereit sein kann. Ich meine, es passiert ja nichts, wenn ich einen besonders bunten Pullover stricke oder eben diesen Pullover, den ich gerade trage. Über diesen Pullover spreche ich in meinem Video, ich glaube Nummer 33, wo ich über meine ewigen UFOs spreche. Und den habe ich vor fast 10 Jahren oder so mal angefangen und vor kurzem eben fertig gestrickt. Da war ich risikobereit, denn ich war noch nicht so gut beim Colorwork stricken, hatte die Technik auch mit den Farben noch nicht so gut drauf und deswegen ist es hier vorne das Grün etwas welk geworden, weil die Fadenspannung der verschiedenen Farben einfach nicht gut gelungen ist. Ich war risikobereit, die Umsetzung ist jetzt nicht tipptopp gelungen, aber trotzdem finde ich, dass dieser Pullover super cool geworden ist und die Tatsache, dass ich hier dieses Grüne leicht welkt, finde ich, bringt noch ein lustiges Designelement, noch ein bisschen Textur mit in diesen Pullover, auch wenn das nicht die Intention war und es vielleicht eben nicht perfekt aussieht. Ich bin also auf jeden Fall eine Person, die für mehr Risikobereitschaft steht und euch dazu auch ermutigen möchte, risikobereit zu sein, denn im Endeffekt kann nichts passieren. Die Welt geht nicht unter und ich möchte euch vor allem dazu ermutigen, euch zu trauen, das zu tragen, was euch gefällt und etwas out of the box zu stricken, weil man im Leben schon durch so viele Sachen oft eingeschränkt ist, auf der Arbeit oder ja, es gibt so viele Regeln in unserer Gesellschaft. Und da finde ich es toll, dass man beim Stricken einfach wirklich machen kann, was man will. Und man kann sich aussuchen, welchen Regeln man folgen möchte. Also seid risikobereit, strickt, was euch gefällt, inspiriert euch an risikobereiten Designern und an weniger risikobereiten Designern. Und ich möchte auf jeden Fall und fände es auf jeden Fall toll, wenn du ein bisschen mehr dein eigenes Ding machst und ein bisschen mehr herausfindest, was dir gefällt und was du gut und schön und toll und cool und was auch immer findest. Schließlich möchte ich noch über Kreativblockaden sprechen.
Kreativblockaden möchte keine haben, sie können unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel können Kreativblockaden zustande kommen, wenn man mehrmals einen kreativen Prozess durchmacht und der einfach nicht funktioniert. Man fühlt sich dann frustriert und kommt nicht voran. Kreativblockaden können auch entstehen durch Misserfolge. Das heißt, ich versuche einen Pullover zu stricken und es klappt einfach nicht. Oder wie bei diesem Beispiel, das ich genannt habe, das Colorwork hier ist mir nicht so gut gelungen. Und es hätte ja sein können, dass ich dann sage, ich werde nie wieder Colorwork stricken, das ist gar nichts für mich. Nein, stattdessen habe ich es einfach nochmal probiert, nochmal Tutorials geguckt, nochmal in Bücher geschaut, es nochmal ausprobiert, weiterhin geübt und dann hat es geklappt und jetzt kann ich richtig gut Colorwork stricken. Eine weitere Ursache für eine Kreativblockade kann auch sein, dass man Zeitdruck hat oder Leistungsdruck. Das wäre beim Stricken natürlich besonders schade, wenn ihr euch da Zeitdruck ausgesetzt fühlt oder euch selber unter Druck setzt, eine besondere Leistung zu erbringen. Denn beim Stricken geht es nicht darum, so viel, so schnell wie möglich zu machen und auch sich mit anderen zu vergleichen. Es geht darum, Spaß zu haben und sich kreativ auszuleben, sich zu entspannen, etwas Schönes zu machen. Deswegen, wenn du da Zeitdruck oder Leistungsdruck hast beim Stricken, dann überleg dir ganz genau, woher der kommt und ob du das vielleicht auch vermeiden kannst. Wie bereits angesprochen, können auch Konventionen, besonders starre Denkweisen und das Festhalten an bestimmten Normen eben zu Kreativblockaden führen. Zum Beispiel das Argument, das habe ich aber schon immer so gemacht und deswegen mache ich das weiterhin so. Aber wenn es nicht funktioniert, dann probier es doch einfach mal anders. Vielleicht klappt es dann und vielleicht löst sich deine Kreativblockade in Luft auf. Es bringt nichts, immer zu versuchen, die Sachen auf dieselbe Art und Weise zu machen. Manchmal funktioniert es einfach nicht mehr aus Grund X oder Y und es ist Zeit, anders zu denken und etwas Neues auszuprobieren. Kreativblockaden bleiben natürlich nicht für immer. Es ist wichtig, dass man eine Kreativblockade erkennt und dann gibt es auch Lösungen dafür. Zum Beispiel hilft es, den kreativen Prozess einfach mal umzustellen. Vorhin habe ich euch einen Vorschlag gegeben, wie man ein kreatives Strickprojekt oder ein Strickprojekt allgemein planen kann. Wenn ihr das immer auf dieselbe Art und Weise macht, dann kann es sein, dass es euch irgendwann langweilt und ihr dann nicht mehr kreativ seid. Probier doch mal, diesen Planungsprozess etwas umzustellen und anders vorzugehen. Vielleicht fördert das deine Kreativität. Außerdem kann es auch helfen, äußere Einflüsse auf sich wirken zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich eine Kreativblockade habe, kann ich in eine Strickgruppe gehen oder durch Ravelry stöbern, mit anderen sprechen und ja, einfach mich mit einer positiven Umgebung umgeben, um dadurch Blockaden zu lösen. Vielleicht reicht es auch, wenn jemand mir sagt, dass ich etwas toll gemacht habe und dadurch schöpfe ich neue Motivation und kann eine Kreativblockade vielleicht sehr leicht auflösen, leichter als ich vielleicht am Anfang dachte. Offen zu sein für neue Experimente, neue Dinge auszuprobieren, eben diese Mission, die ich mir ans Herz gelegt habe, euch dazu zu ermutigen, Neues auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall eine tolle Herangehensweise, um Kreativblockaden aufzuheben und etwas aufzulockern. Außerdem helfen Vorbilder und natürlich auch der Austausch mit anderen. Die intrinsische Motivation spielt auch immer eine Rolle. Das heißt, hinterfrag einfach mal, habe ich immer noch Lust auf Stricken oder vielleicht brauche ich gerade einfach mal eine Pause vom Stricken und komme in 1-2 Wochen, vielleicht einen Monat später darauf zurück. Deswegen ist es für manche auch gut, poly unterwegs zu sein, also verschiedene Projekte zu haben, denn wenn das eine mich langweilt, stricke ich vielleicht einfach das andere für ein paar Wochen und dann komme ich wieder auf das andere Projekt zurück und wenn man so ein bisschen variiert, dann wird es nicht langweilig und man gerät eben nicht in eine Kreativblockade. Kreativblockaden lassen sich auch auflockern, indem man neue Techniken lernt oder sich neues Wissen aneignet. Zum Beispiel kaufe ich mir ein neues Buch mit neuen Techniken. Ich habe noch nie Lochmuster gemacht, deswegen kaufe ich mir ein Buch mit Designs, die ganz viele Lochmuster haben. Oder Colorwork.
oder. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, Kreativblockaden aufzuheben, ist es, eine neue Umgebung sich zu suchen und neue Eindrücke zu schöpfen. Das kann sein, einfach in die Natur gehen, einen Spaziergang machen oder eine Reise machen, oder ganz, ganz toll sind zum Beispiel Strickfestivals. Da trifft man eben alles auf einmal. Das heißt, man kann in Austausch kommen mit anderen, man kann Workshops besuchen, neue Techniken lernen, man kann viele tolle neue Garne, Farben, Konstruktionen, Muster, alles Mögliche sehen. Was auch andere stricken, kann man live mal sehen und eben nicht nur auf dem Bildschirm. Und das kann sehr, sehr inspirierend und sehr energiegebend sein. Ich habe es schon erwähnt, aber Pause machen ist immer hilfreich, denn Stricken erfordert nicht nur mentale Energie, sondern auch körperliche Energie. Es ist wichtig, mal aufzustehen, die Arme, die Schultern zu strecken, die Hände ein bisschen zu strecken und da verschiedene Übungen zu machen, um den Körper zu lockern. Denn es ist auf jeden Fall nicht so gut oder auf keinen Fall gut, stundenlang in derselben Position zu verharren. Wir möchten ja gerne lange und viel stricken und dafür ist es notwendig, zwischendurch auch mal eine Pause zu machen, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Ein ganz kurzes Fazit: Kreativität kann also nicht erzwungen werden, sondern eher nur gefördert werden. Es bringt nichts, wenn ich auf meinem Schreibtisch sitze und versuche, mir den Kopf zu zerbrechen, um auf irgendwelche neuen Ideen zu kommen. Es ist wahrscheinlich vor allem sehr ermüdend und nicht besonders zielführend. Versuche es doch lieber mit einer der Methoden und Tipps, die ich in diesem Video erwähnt habe, oder wenn du nochmal tiefer einsteigen möchtest in das Thema Kreativität und wie ich bzw. du deine Kreativität etwas besser planen und ausleben kannst, dann empfehle ich dir auch meine Videos Kreativität 1 und 2. Da gehe ich eben detaillierter in den kreativen Prozess ein. Das Umfeld spielt auch eine wichtige Rolle bei Kreativität. Umfeld auf eine physische Art und Weise. Das heißt, ich brauche zum Beispiel einen festen Platz, an dem ich immer stricke. Ich weiß, da ist meine Ecke, da kann ich mich hinsetzen. Da liegt mein Strickzeug und ich kann gleich loslegen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und eine gute Gewohnheit. Aber nicht nur das physische Umfeld, sondern auch die Menschen, die einen umgeben, können die Kreativität fördern und helfen, neue Ideen zu generieren. Das letzte Wort: mutig sein, neugierig sein, neue Dinge ausprobieren, dein eigenes Ding machen, und dich nicht leiten lassen von der Meinung anderer, sondern eben bewusst stricken, bewusst versuchen herauszufinden, was dir besonders gefällt an deinem Hobby. Wie kann ich mein Hobby für mich gestalten, dass ich Spaß daran habe und dass am Ende Kleidungsstücke oder Accessoires oder Dekoration, was auch immer dabei entsteht, die ich toll finde, mir gefällt und eben zu mir passt. Das ist wichtig, um kreativ zu sein, kreativ zu bleiben. Wenn du Fragen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare, wenn du an manchen Stellen anderer Meinung bist oder es vielleicht eben genauso machst, wie ich es hier erzählt habe, dann schreib gerne deine Beispiele in die Kommentare. Wenn du mehr über diesen Pullover erfahren möchtest, den ich hier gerade trage, dann schau gerne mein Video Nummer 33. Da spreche ich über meine ewigen UFOs und über die Geschichte von dem Pullover, den ich gerade trage. Diesen Pullover habe ich eben selbst improvisiert. Wenn dich dieses Kleid neugierig gemacht hat, das hier neben mir steht, dann lade ich dich ein, mein Video Nummer 35 zu schauen. Da interviewe ich die Designerin von der Marke Flor de Iguana oder die Inhaberin von der Marke Flor de Iguana. Das ist eine mexikanische Marke für traditionelle Kleidung. Das ist also komplett von Hand gemacht. Das ist eine etwas modernere Interpretation von traditionellen Kleidungsstücken oder mexikanischen Trachten. Ich empfehle dir auf jeden Fall dieses Interview und da wirst du sicherlich noch ganz viel Inspiration finden. Zum Beispiel in meinem Video Frohes Neues Jahr 2025 und dem Video danach habe ich auch noch weitere Textilkünstlerinnen aus Mexiko interviewt und da findest du auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration, um deine Kreativität anzukurbeln. Damit beende ich dieses Video und freue mich, dass du dabei warst. Schreib gerne #strickmitkalypso in die Kommentare, wenn du bis hierhin geschaut hast und bis zum nächsten Video. Ciao!